Lektion 1: Mysterien enträtseln. Hallo Anna, bist du jemals auf ein Buch oder eine Geschichte gestoßen, bei der du dich über ihre Bedeutung gewundert hast? Hallo John, ja, manchmal stoße ich auf Texte, die ein wenig Interpretation erfordern, um ihre Botschaft vollständig zu verstehen. Es kann faszinierend sein, wenn die Bedeutung nicht sofort ersichtlich ist. Absolut. Es fordert uns heraus, kritisch zu denken und uns auf einer tieferen Ebene mit dem Material auseinanderzusetzen. Manchmal lässt der Autor bewusst bestimmte Aspekte interpretationsoffen, sodass der Leser seine eigenen Schlüsse ziehen kann. Das ist wahr. Es gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zu erkunden und unser eigenes Verständnis zu entwickeln. Es kann spannend sein, unsere Interpretationen mit anderen zu besprechen, die dasselbe Buch gelesen haben. Ja, der Austausch von Ideen und das Hören verschiedener Standpunkte erhöht unsere Wertschätzung für die Geschichte. Und selbst wenn wir die Bedeutung nicht vollständig entziffern können, kann der Versuch, sie herauszufinden, an sich lohnend sein. Exakt. Der Prozess der Auseinandersetzung mit dem Text hilft uns, unsere Fähigkeiten zum kritischen Denken zu entwickeln. Sobald wir mit dem Lesen fertig sind, ist es interessant, über die Geschichte und ihre möglichen Auswirkungen nachzudenken. Es ermöglicht uns, tiefer in die Themen und Botschaften des Autors einzutauchen. Und bevor wir das Buch für die Nacht zur Seite legen, ist es eine schöne Tradition, allen im Haus gute Nacht zu sagen. Es ist eine herzliche Geste, die das Gefühl der Nähe und Verbundenheit mit unseren Lieben fördert. Absolut. Es ist eine kleine, aber sinnvolle Art, den Tag positiv zu beenden. Lektion 2: Die Künste erkunden. Hallo Anna, hast du dich schon einmal mit der Kunst- und Unterhaltungsabteilung einer Zeitung befasst? Hallo John, ja, ich finde es faszinierend, die vielfältige Welt der Kunst und Unterhaltung zu erkunden. Es ist eine reichhaltige Informationsquelle über die neuesten Filme, Musik, Theater und mehr. Absolut. Die Kunst hat die Möglichkeit, unsere Fantasie anzuregen und unsere Emotionen zu wecken. Die Kunst kann uns in verschiedene Welten entführen und eine Form des Eskapismus bieten. Ja, ob es sich um einen packenden Film oder eine fesselnde Theateraufführung handelt, die Kunst hat ihre Art, uns in ihren Bann zu ziehen. Und der Bereich Kunst und Unterhaltung bietet uns Bewertungen und Empfehlungen. Es hilft uns, neue Künstler, Shows und Veranstaltungen zu entdecken, die uns interessieren könnten. Es ist aufregend, über bevorstehende Konzerte, Ausstellungen und Festivals zu lesen. Es gibt uns die Möglichkeit, unsere Ausflüge zu planen und in kulturelle Erlebnisse einzutauchen. Die Kunst hat die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und ein Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Absolut. Die Teilnahme an Konzerten oder Galerieeröffnungen ermöglicht es uns, mit anderen in Kontakt zu treten, die ähnliche Interessen teilen. Es ist auch eine Gelegenheit, das Talent und die Kreativität von Künstlern zu unterstützen und zu schätzen. Ja, durch die Kunst können wir neue Perspektiven gewinnen und unseren Horizont erweitern. Vielen Dank, dass Sie über Kunst und Unterhaltung gesprochen haben. Es erinnert an die Bedeutung von Kreativität in unserem Leben. Lektion 3: Auf dem Weg in die Zukunft. Hallo Anna, hast du jemals über die Entwicklung von Autos und den Aufstieg von Elektrofahrzeugen nachgedacht?
Hallo John, ja, es ist faszinierend, wie Technologie und Innovation die Automobilindustrie verändert haben. Auf jeden Fall. Es gab unzählige Erfinder, die danach strebten, Autos zu entwickeln, die ihre Vorgänger übertreffen. Es ist ein Beweis für menschlichen Einfallsreichtum und das Streben nach Effizienz und Nachhaltigkeit. Einige Leute glaubten, dass Elektroautos die Zukunft des Transports sein würden. Ja, Elektrofahrzeuge bieten das Potenzial für geringere Emissionen und eine umweltfreundlichere Art der Fortbewegung. Es ist bemerkenswert, wie Elektroautos in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Die Fortschritte in der Batterietechnologie haben sie praktischer und zugänglicher gemacht. Elektroautos haben auch den Vorteil, dass sie leiser sind und weniger Wartung benötigen. Und mit der zunehmenden Anzahl von Ladestationen wächst die Infrastruktur zur Unterstützung von Elektrofahrzeugen. Es ist aufregend, über die zukünftigen Möglichkeiten und die positiven Auswirkungen nachzudenken, die Elektroautos auf die Umwelt haben können. Absolut. Es ist ein Schritt in eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Zukunft. Vielen Dank, dass Sie über Elektroautos gesprochen haben. Es ist inspirierend zu sehen, wie Technologie unsere Welt weiterhin prägt. Lektion 4: Voicemail beherrschen. Hallo Anna, hast du jemals Voicemail benutzt, um wichtige Nachrichten für jemanden zu hinterlassen? Hallo John, ja, Voicemail kann eine bequeme Art sein, zu kommunizieren, wenn jemand nicht verfügbar ist. Wussten Sie, dass Sie Ihre Nachricht so festlegen können, dass sie ganz oben auf der Voicemail-Liste des Empfängers erscheint? Wirklich? Das ist eine hilfreiche Funktion, insbesondere für dringende oder zeitkritische Nachrichten. Ja, es stellt sicher, dass Ihre Nachricht sofort beachtet wird, wenn die Person Ihre Voicemail überprüft. Das kann entscheidend sein, wenn wichtige Informationen übermittelt werden müssen. Darüber hinaus können Sie Ihre Voicemail so programmieren, dass der Empfänger direkt zu Ihrer Nachricht springen kann. Das spart Zeit und erleichtert es der Person, auf ihre Nachricht zuzugreifen und sie abzuhören. Dies ist eine nützliche Option, insbesondere wenn Sie häufig lange Voicemails hinterlassen. Absolut. Es rationalisiert den Prozess und macht ihn effizienter. Voicemail ist ein wertvolles Tool, um klare und präzise Nachrichten zu hinterlassen. Es ist wichtig, auf den Inhalt und den Ton unserer Voicemails zu achten, da sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen können. In der Tat. Höflich zu sein, klar zu sprechen und relevante Informationen zu hinterlassen, kann einen Unterschied machen. Und wenn wir uns nicht sicher sind, ob unsere Nachricht angekommen ist es immer eine gute Idee, einen Anruf oder eine alternative Kommunikationsmethode zu nutzen. Vielen Dank, dass Sie über Voicemail gesprochen haben. Es erinnert daran, wie wichtig eine effektive Kommunikation ist. Lektion 5: Parlamentarische Verfahren. Hallo Anna, hast du jemals das Verfahren des Repräsentantenhauses verfolgt? Hallo John, ja, ich finde das Gesetzgebungsverfahren und die Debatten ziemlich faszinierend. Es ist interessant zu sehen, wie Gesetze vorgeschlagen, diskutiert und letztendlich verabschiedet werden. Absolut. Das Repräsentantenhaus spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Politik des Landes.
Manchmal schlägt die Regierung dem Sprecher des Repräsentantenhauses bestimmte Maßnahmen vor. Ja, es wird im öffentlichen Interesse getan, um wichtige Probleme anzugehen und notwendige Änderungen vorzuschlagen. Der Sprecher entscheidet dann, ob diese Vorschläge dem Repräsentantenhaus vorgelegt werden sollen. Diese Entscheidung kann die gesetzgeberische Agenda und die erörterten Themen beeinflussen. Es ist faszinierend, den leidenschaftlichen Austausch und die Diskussionen während dieser Debatten mitzuerleben. In der Tat. Die Mitglieder des Hauses bringen ihre Ansichten vor, fordern sich gegenseitig heraus und arbeiten auf einen Konsens hin. Die Rolle des Repräsentantenhauses besteht darin, die Interessen und Anliegen der Menschen zu vertreten. Durch ihre Diskussionen und Abstimmungen gestalten sie die Gesetze, die unser tägliches Leben beeinflussen. Es ist wichtig, dass die Bürger über diese Verfahren und die getroffenen Entscheidungen informiert sind. Das Verständnis des Gesetzgebungsprozesses ermöglicht es uns, an der Demokratie teilzunehmen und unsere Meinung zu äußern. Vielen Dank für die Diskussion über das Repräsentantenhaus. Es erinnert an die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements. Lektion 6: Unvorhersehbares Wetter. Hallo Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, wie unberechenbar das Wetter sein kann? Hallo John, ja, es ist faszinierend, wie sich das Wetter unerwartet ändern kann. In der Tat. Es scheint, als ob nichts sehr genau ist, wenn es darum geht, das Wetter vorherzusagen. Die Wetterbehörde recherchiert viel, aber sie kann sich nie sicher sein, was passieren wird. Es ist interessant, wie sie verschiedene Tools und Technologien verwenden, um Prognosen zu erstellen. Ja, sie analysieren Daten von Satelliten, Wetterstationen und Computermodellen. Trotz aller Fortschritte besteht bei den Wettervorhersagen immer noch eine gewisse Unsicherheit. Das ist wahr. Die Natur hat ihre eigene Art, uns zu überraschen. Es ist wichtig, auf unterschiedliche Wetterbedingungen vorbereitet zu sein, insbesondere in extremen Jahreszeiten. Absolut. Es ist wichtig, angemessene Kleidung zu tragen und sich möglicher Wetteränderungen bewusst zu sein. Manchmal kann unerwartetes Wetter Pläne stören oder Outdoor-Aktivitäten beeinträchtigen. Flexibilität ist der Schlüssel zum Umgang mit unvorhersehbaren Wettermustern. Es ist immer eine gute Idee, die Wettervorhersage zu überprüfen, bevor Sie Pläne für den Außenbereich treffen. Und es ist auch hilfreich, den Himmel im Auge zu behalten und nach Anzeichen bevorstehender Veränderungen Ausschau zu halten. Vielen Dank, dass Sie über das unvorhersehbare Wetter gesprochen haben. Es ist eine Erinnerung daran, anpassungsfähig und vorbereitet zu sein. Lektion 7: Lehren aus der Geschichte. Hallo Anna, hast du jemals über die Folgen des Krieges im Laufe der Geschichte nachgedacht? Hallo John, ja, es ist ernüchternd, über die Auswirkungen von Konflikten auf Nationen und Einzelpersonen nachzudenken. In der Tat. Viele Menschen erkannten, dass ihr Eifer, gegen andere Länder zu kämpfen, sie in eine große Tragödie geführt hatte. Kriege haben zu immensen Verlusten an Menschenleben und Zerstörung geführt und bleibende Narben in den Gesellschaften hinterlassen. Es ist wichtig, aus der Geschichte zu lernen und nach friedlichen Lösungen für Konflikte zu streben. Absolut. Diplomatie und Dialog können oft eine Eskalation der Spannungen verhindern. Es ist wichtig,
dass die Staats- und Regierungschefs die menschlichen Kosten des Krieges berücksichtigen, bevor sie auf bewaffnete Konflikte zurückgreifen. Krieg sollte immer das letzte Mittel sein, und es sollten Anstrengungen unternommen werden, um Gemeinsamkeiten zu finden. Die Folgen des Krieges unterstreichen auch die Bedeutung von Versöhnung und Wiederaufbau. Gemeinschaften und Nationen müssen zusammenkommen, um nach der Verwüstung zu heilen und voranzukommen. Durch das Studium der Geschichte können wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen und auf eine friedlichere Zukunft hinarbeiten. Das Verständnis der Fehler der Vergangenheit kann uns dabei helfen, in der Gegenwart bessere Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank, dass Sie die Lehren aus der Geschichte besprochen haben. Es ist eine Erinnerung an die Bedeutung von Frieden und Diplomatie. Lektion 8: Rivalitäten und Wachstum. Hallo Anna, hast du von den intensiven College-Rivalitäten im Sport gehört? Hallo John, ja, College-Rivalitäten können sehr leidenschaftlich und aufregend sein. Während seiner College-Zeit entwickelte er eine Rivalität mit einem anderen zukünftigen NBA-Superstar. Das muss ein unglaubliches Duell gewesen sein. Ihr Wettbewerbsgeist trieb sie dazu, sich zu übertreffen und das Beste auseinander herauszuholen. Rivalitäten können motivierend sein und Menschen helfen, neue Höhen ihrer Fähigkeiten zu erreichen. Es ist interessant, wie sich diese Rivalitäten oft fortsetzen, wenn Spieler in professionelle Ligen eintreten. Die Intensität und Geschichte ihrer College-Matchups können sich auf ihre berufliche Laufbahn übertragen. Rivalitäten können auch Fans vereinen und ein Gefühl von Kameradschaft und Teamgeist erzeugen. Absolut. Leidenschaftliche Unterstützer tragen zur Spannung der Spiele bei. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Rivalitäten respektvoll und sportlich bleiben sollten. Sportlichkeit sollte immer Vorrang vor Feindseligkeit haben. Rivalitäten können ein Katalysator für persönliches Wachstum sein und Menschen dazu bringen, ihre Grenzen zu überschreiten. Sie vermitteln uns den Wert von Ausdauer, Hingabe und dem Streben nach Exzellenz. Vielen Dank, dass Sie über College-Rivalitäten gesprochen haben. Es ist eine Erinnerung an die Macht eines gesunden Wettbewerbs. Lektion 9: Erfinderische Köpfe. Hallo Anna, hast du dich jemals über die Erfinder gewundert, die die Kommunikation revolutioniert haben? Hallo John, ja, es ist faszinierend, etwas über die Geräte und Methoden zu erfahren, die den Weg für moderne Kommunikation geebnet haben. Balsun entwickelte eine Methode, um mehr als eine Telegrafennachricht gleichzeitig zu senden, und arbeitete gleichzeitig an der Verbesserung des Telegraphen. Das muss ein bedeutender Durchbruch auf dem Gebiet der Telekommunikation gewesen sein. Es ist unglaublich, wie Erfinder wie Balsun die Grenzen des Machbaren überschritten haben. Innovation entsteht oft aus dem Wunsch, Dinge besser oder effizienter zu machen. Absolut. Diese Erfinder hatten eine Vision und waren entschlossen, Lösungen für bestehende Herausforderungen zu finden. Ihre Erfindungen veränderten nicht nur die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, sondern prägten auch den Lauf der Geschichte. Es ist bemerkenswert, wie eine einzige Erfindung einen so tiefgreifenden Einfluss auf die Gesellschaft haben kann. Der Telegraph ebnete den Weg für zukünftige Fortschritte in der Fernkommunikation. Es legte den Grundstein für die Entwicklung von Technologien wie Telefon und Internet.
Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie eine Idee eine Kette von Innovationen auslösen kann. Diese Erfinder erinnern uns an die Kraft des menschlichen Einfallsreichtums und das Potenzial für Fortschritt. Sie ermutigen uns, kreativ zu denken und neue Möglichkeiten zu erkunden. Vielen Dank, dass Sie über den Telegraphen und die Innovation gesprochen haben. Es ist eine Erinnerung an die bemerkenswerten Leistungen, die Erfinder im Laufe der Geschichte geleistet haben. Lektion 10: Schätze aus dem Flohmarkt. Hallo Anna, hast du schon einmal die Welt der Flohmärkte und die Schätze, die sie bergen, erkundet? Hallo John, ja, Flohmärkte können eine großartige Möglichkeit sein, einzigartige Artikel zu erschwinglichen Preisen zu finden. Hausbesitzer nehmen all die Dinge heraus, die sie nicht wollen, und arrangieren sie vor ihrem Haus. Normalerweise versehen sie Artikel mit einem Preisschild. Es ist wie eine Schatzsuche, bei der man nie weiß, was einem begegnen könnte. Manche Menschen genießen den Nervenkitzel, versteckte Juwelen inmitten der Haufen von Gegenständen zu finden. Es ist erstaunlich, wie der unerwünschte Gegenstand einer Person der wertvolle Fund einer anderen Person sein kann. Feilschen gehört auch zum Spaß. Sie können Preise aushandeln und ein gutes Angebot erhalten. Es ist eine großartige Gelegenheit, ihre Verhandlungsfähigkeiten zu üben und mit verschiedenen Menschen zu interagieren. Der Flohmarkt kann auch ein geselliges Ereignis sein, bei dem Nachbarn zusammenkommen und die Artikel durchstöbern. Es ist eine Gelegenheit, mit der Community in Kontakt zu treten und gemeinsame Interessen zu entdecken. Darüber hinaus ermöglicht die Ausrichtung eines Flohverkaufs Hausbesitzern, aufzuräumen und etwas mehr Geld zu verdienen. Es ist eine Win-Win-Situation. Hausbesitzer können ihre unerwünschten Gegenstände wegwerfen, und Käufer erhalten erschwingliche Fundstücke. Manche Leute sammeln sogar bestimmte Gegenstände auf Flohmärkten, wie Vintagespielzeug oder antike Möbel. Der Flohmarkt bietet einen Einblick in das Leben der Menschen und die Geschichten hinter den Artikeln, die sie verkaufen. Vielen Dank, dass Sie über die Kunst des Flohhandels gesprochen haben. Es ist eine Erinnerung an die verborgenen Schätze, die darauf warten, entdeckt zu werden. Lektion 11: Authentizität ist wichtig. Hallo Anna, hast du dich jemals moralisch krank gefühlt, weil wir uns daran gewöhnt haben, etwas anderes zu sagen, als wir dachten? Hallo John, ja, es kann eine Herausforderung sein, wenn wir unsere Authentizität gefährden. Wir haben gelernt, an nichts zu glauben, um Enttäuschungen zu vermeiden, aber es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben. Es ist wichtig, auf unsere innere Stimme zu hören und unser Handeln an unseren Werten auszurichten. Wenn wir unsere wahren Gedanken und Gefühle unterdrücken, kann dies zu moralischem Unbehagen führen. Authentizität ermöglicht es uns, im Einklang mit unseren Grundüberzeugungen zu leben und echtes Glück zu finden. Es ist nicht immer einfach, da gesellschaftlicher Druck und Erwartungen unser Verhalten beeinflussen können. Wahre Stärke liegt darin, dass wir uns mit dem, was wir sind, wohlfühlen, auch wenn das gegen die Norm verstößt. Unser authentisches Selbst anzunehmen kann zu bedeutungsvolleren Beziehungen und persönlicher Erfüllung führen. Es ist befreiend, unsere wahren Meinungen zu äußern und ein Leben zu führen, das unsere wahren Werte widerspiegelt. Ehrlichkeit und Authentizität schaffen eine solide Grundlage für persönliches Wachstum und Selbstfindung. Wenn wir uns selbst treu bleiben, ziehen wir Menschen und Möglichkeiten an, die mit unserem authentischen Selbst übereinstimmen. Vielen Dank, dass Sie über die Bedeutung von Authentizität gesprochen haben. Es ist eine Erinnerung daran,
treu zu bleiben, wer wir sind. Lektion 12: Erfolg und Integrität. Hallo Anna, ist dir jemals aufgefallen, dass kein Mann oder keine Frau in diese Regierung kam und ihr mehr Güter dieser Welt hinterlassen hat, als zu seinem Amtsantritt? Hallo John, ja, es ist interessant, über die Beziehung zwischen Erfolg und Integrität nachzudenken. Es ist eine eindringliche Aussage, die betont, wie wichtig es ist, Integrität in allen Lebensbereichen aufrechtzuerhalten. Wahrer Erfolg geht über finanziellen Reichtum hinaus und beinhaltet die Integrität, die wir mit uns tragen. Wenn wir Ehrlichkeit, Ethik und Fairness in den Vordergrund stellen, schaffen wir eine Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Es geht nicht darum, Vermögen um jeden Preis anzuhäufen, sondern darum, Werte auf eine Weise zu schaffen, die unseren Prinzipien entspricht. Erfolg, der auf Integrität beruht, bringt ein Gefühl der Erfüllung und wirkt sich positiv auf andere aus. Es ist inspirierend, Menschen zu sehen, die große Erfolge erzielt haben und gleichzeitig ihren Werten treu geblieben sind. Sie dienen als Vorbilder und zeigen uns, dass es möglich ist, erfolgreich zu sein, ohne unsere Integrität zu gefährden. Integrität schafft Vertrauen, was für den Aufbau dauerhafter Beziehungen und Chancen unerlässlich ist. Wenn wir mit Integrität handeln, erzeugen wir einen Dominoeffekt, der über unseren persönlichen Erfolg hinausgeht. Es ist eine Erinnerung daran, Charakter und Integrität bei jeder Entscheidung, die wir treffen, zu priorisieren. Vielen Dank, dass Sie über Erfolg und Integrität gesprochen haben. Es ist eine wichtige Lektion darüber, wie wichtig es ist, unsere Werte zu wahren. Lektion 13: Stärkung kleiner Unternehmen. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, dass kleine Unternehmen oft verzweifelt nach dem Kapital und den Verträgen suchen, die sie benötigen, um sich zu beweisen? Hallo John, ja, es ist bedauerlich, dass viele kleine Unternehmen vor der Herausforderung stehen, die Anerkennung und die Chancen zu erhalten, die sie verdienen. Sie haben oft Schwierigkeiten, mit größeren Unternehmen zu konkurrieren, die über mehr Ressourcen und etablierte Netzwerke verfügen. Es ist von entscheidender Bedeutung, unterrepräsentierte Unternehmer zu unterstützen und zu stärken, die Vielfalt und Innovation auf den Markt bringen. Kleine Unternehmen spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und beim Wirtschaftswachstum. Sie tragen zur Lebendigkeit der Gemeinschaften bei und bieten einzigartige Produkte und Dienstleistungen. Wir müssen uns für eine Politik einsetzen, die gleiche Wettbewerbsbedingungen bietet und Chancengleichheit für kleine Unternehmen bietet. Auf diese Weise können wir dazu beitragen, die Lücke zu schließen und ein integratives Geschäftsumfeld zu schaffen. Es ist wichtig, die wertvollen Beiträge von Unternehmen, die sich im Besitz von Minderheiten befinden, anzuerkennen und ihnen die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen. Wir sprechen für die Minderheiten, die in der Geschäftswelt nicht immer die gleiche Stimme hatten. Indem wir kleine Unternehmen unterstützen, befähigen wir Einzelpersonen, ihre Träume zu verwirklichen und eine positive Wirkung zu erzielen. Es ist eine Erinnerung daran, dass jeder Kauf, den wir tätigen, eine Stimme für die Art von Welt sein kann, in der wir leben wollen. Vielen Dank, dass Sie darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, kleine Unternehmen zu stärken. Es ist ein Aufruf zum Handeln für eine integrativere Wirtschaft. Lektion 14: Die Suche nach Wissen. Hallo Anna, es gibt so viele Fragen, die unbeantwortet sind. Ich denke, ich sollte in die Bibliothek gehen und mir ein Buch holen, um herauszufinden, warum Menschen wachsen. Hallo John, das ist eine tolle Idee. Bücher sind eine Fundgrube an Wissen und können Antworten auf unsere brennenden Fragen geben.
Unbedingt. Sie bergen die Weisheit von Generationen und bieten Einblicke in verschiedene Themen. Bibliotheken sind wie Portale zu verschiedenen Welten, in denen wir unser Verständnis erforschen und erweitern können. Ich liebe das Gefühl, mich in einem Buch zu verlieren und neue Perspektiven zu entdecken. Bücher haben die Kraft, unsere Neugier zu wecken und unseren Wunsch nach lebenslangem Lernen zu wecken. Sie vermitteln ein Gefühl der Verbindung zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das Beste daran ist, dass Bücher für jeden zugänglich sind, unabhängig von seinem Hintergrund oder seinen Umständen. Es hat etwas Magisches, ein physisches Buch in der Hand zu halten und seine Seiten durchzublättern. Es ist eine greifbare Erfahrung, die es uns ermöglicht, in die Worte des Autors einzutauchen. Das Lesen von Büchern kann auch unsere Sprachkenntnisse und unseren Wortschatz verbessern. Es erweitert unseren Horizont und hilft uns, kritisches Denken und Empathie zu entwickeln. Ich freue mich darauf, die Bibliothek zu besuchen und mich auf eine Wissensreise zu begeben. Genieß deine Zeit dort. Ich bin sicher, Sie werden die Antworten finden, die Sie suchen. Ich danke dir. Lassen Sie uns weiterhin die Kraft von Büchern und die Freude am Lernen nutzen. Lektion 15: Hochzeitsnerven. Hallo Anna, das Paar, was sie zu Mann und Frau, Braut und Bräutigam machen wird, lächeln sich an, aber sie scheinen ein bisschen nervös zu sein. Hallo John, heiraten ist in der Tat ein wunderschöner und transformativer Moment im Leben eines Menschen. Es ist ein Fest der Liebe und der Beginn eines neuen gemeinsamen Kapitels. Aber es ist völlig normal, an einem so wichtigen Tag eine Mischung aus Freude und Nervosität zu verspüren. Die Vorfreude und das Gewicht des Engagements können Schmetterlinge im Magen auslösen. Das Paar denkt vielleicht über die Gelübde nach, die sie austauschen werden, und über die Versprechen, die sie geben werden. Sie wollen, dass alles perfekt läuft, und der Druck kann ihre Nervosität erhöhen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es bei einer Hochzeit um mehr geht als nur um die Zeremonie. Es ist eine Feier der Liebe und Verbundenheit zwischen zwei Menschen und ihren Familien. Die Nerven lassen oft nach, wenn sich das Paar am Altar sieht und die Bedeutung des Moments erkennt. Die Unterstützung und Anwesenheit von Angehörigen kann Trost und Beruhigung bieten. Und im Laufe des Tages kann sich das Paar auf die freudige Feier ihrer Vereinigung konzentrieren. Es ist ein Tag voller Lachen, Glückssträhnen und der Schaffung wunderbarer Erinnerungen. Die Nervosität ist ein natürlicher Teil des Prozesses, ein Zeichen dafür, wie sehr das Paar dieses Engagement schätzt. Lasst uns also die Liebe und den Mut derer feiern, die sich gemeinsam auf diese wundervolle Reise begeben. Absolut. Möge Ihr Hochzeitstag voller Liebe, Glück und wertvoller Momente sein. Hallo Anna, hast du dich jemals über die Inspiration hinter Nike und seiner Unternehmensausrichtung gewundert? Hallo John, absolut. Nike ist eine ikonische Marke, die für ihre Innovation und ihre Verbindung zur Leichtathletik bekannt ist. Wussten Sie, dass die Ursprünge von Nike auf einen kompetenten, wenn auch nicht elitären Mittelstreckenläufer an der University of Oregon zurückgehen? Das ist faszinierend.
Es ist unglaublich, wie eine Leidenschaft für Sport zur Schaffung einer globalen Marke führen kann. Sein Name war Phil Knight und er hatte die Vision, hochwertige Sportschuhe auf den Markt zu bringen. Phil Knight hat sich mit seinem Trainer Bill Bowerman zusammengetan und gemeinsam legten sie den Grundstein für das, was Nike werden sollte. Sie begannen damit, Turnschuhe aus Japan zu importieren und sie aus dem Kofferraum ihrer Autos zu verkaufen. Es ist inspirierend zu sehen, wie ihr Engagement und ihr Unternehmergeist Nike dahin gebracht haben, wo es heute ist. Der Fokus von Nike auf Innovation und Leistung hat das Unternehmen zu einem führenden Unternehmen in der Sportbranche gemacht. Ihr ikonischer Slogan "Just Do It" ist zum Synonym für Motivation und das Ausloten der eigenen Grenzen geworden. Die Partnerschaften von Nike mit Spitzensportlern und ihr Engagement für soziale Zwecke haben auch ihre Unternehmensausrichtung geprägt. Sie haben eine Marke gegründet, die nicht nur Sportlichkeit feiert, sondern auch für Inklusivität und Empowerment steht. Die Erfolgsgeschichte von Nike erinnert uns daran, dass Leidenschaft, Entschlossenheit und eine klare Vision zu bemerkenswerten Erfolgen führen können. Es ist ein Beweis für die Macht des Sports und die Auswirkungen, die er auf den Einzelnen und die Gesellschaft haben kann. Also, lasst uns unsere Sneaker schnüren und uns von Nikes Reise inspirieren lassen, während wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Absolut. Lassen Sie uns den Geist von Nike annehmen und uns weiterhin zu neuen Höhen treiben. Es geht darum, unsere eigenen Wege zu finden, genau wie Phil Knight und Bill Bowerman es vor all den Jahren getan haben. Lektion 17: Einfluss der Medien auf Kinder. Hallo Anna, Psychologen haben einige Forschungsstudien zu den Auswirkungen von gewalttätigem Fernsehen durchgeführt. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Fernsehen hat eine bedeutende Präsenz im Leben von Kindern. Ja, das tut es. Einige Studien haben gezeigt, dass Kinder, die gewalttätigem Fernsehen ausgesetzt sind, aggressiveres Verhalten zeigen können. Das ist besorgniserregend. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, den Einfluss der Medien auf junge Köpfe zu verstehen. Absolut. Es ist wichtig, dass Eltern und Betreuer darauf achten, welche Inhalte Kinder konsumieren. Die Schaffung einer ausgewogenen Mediendiät und die Förderung der Fähigkeiten zum kritischen Denken können dazu beitragen, negative Auswirkungen zu mildern. Eltern können mit ihren Kindern offene Gespräche darüber führen, was sie sich ansehen, und ihnen helfen, den Inhalt zu interpretieren und zu verstehen. Kindern Medienkompetenz beizubringen, kann sie befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen und anspruchsvollere Zuschauer zu sein. Es ist auch wichtig, dass Medienschaffende Verantwortung übernehmen und altersgerechte und positive Inhalte für Kinder produzieren. Absolut. Medien haben die Macht, zu erziehen, zu inspirieren und Werte zu prägen. Indem wir positive Botschaften und Werte im Fernsehen fördern, können wir die Entwicklung von Kindern positiver beeinflussen. Lassen Sie uns danach streben, ein Medienumfeld zu schaffen, das das Wachstum, die Vorstellungskraft und das Einfühlungsvermögen von Kindern fördert. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass Kinder Zugang zu Medien haben, die ihr Leben bereichern und eine gesunde Entwicklung fördern. Lassen Sie uns Kinder dazu befähigen, kritische Medienkonsumenten zu sein, und ermutigen wir sie, nach positiven und lehrreichen Inhalten zu suchen. Es geht darum, eine Medienlandschaft zu fördern, die junge Köpfe fördert und ihnen hilft, erfolgreich zu sein. Lektion 18: Banff Nationalpark. Hallo Anna,
Warst du schon einmal im Herzen der herrlichen kanadischen Rocky Mountains? Hallo John, du musst über den Banff-Nationalpark sprechen. Es ist ein atemberaubendes Reiseziel. Unbedingt. Jedes Jahr kommen Millionen von Besuchern nach Banff, um das smaragdgrüne Wasser seiner Seen zu bestaunen. Die Schönheit der Berge und die Ruhe der Umgebung machen es zu einem Paradies für Naturliebhaber. Es ist unglaublich, wie Banff eine Reihe von Outdoor-Aktivitäten für alle Jahreszeiten bietet. Vom Wandern und Campen im Sommer bis hin zum Skifahren und Snowboarden im Winter ist für jeden etwas dabei. Und vergessen wir nicht die Tierwelt. Banff ist die Heimat verschiedener Arten, darunter Bären, Elche und Bergziegen. Es ist wichtig, daran zu denken, Wildtiere zu respektieren und aus sicherer Entfernung zu beobachten, um ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Absolut. Naturschutzbemühungen sind entscheidend, um die Naturwunder des Banff-Nationalparks zu schützen. Die unberührten Landschaften und die atemberaubende Landschaft des Parks wecken Ehrfurcht und erinnern uns daran, wie wichtig es ist, unsere Umwelt zu schützen. Banff zu erkunden ist wie in eine Postkarte zu treten. Die Aussicht ist einfach beeindruckend. Und vergessen Sie nicht die bezaubernde Stadt Banff selbst mit ihren gemütlichen Geschäften und Restaurants. Es ist der perfekte Ort, um nach einem erlebnisreichen Tag in den Bergen zu entspannen. Lektion 19: Globale Athletenmigration. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie Einwanderung und Bewegung von Sportlern zu wichtigen Themen in der Sportwelt geworden sind? Hallo John, absolut. Profi- und Elite-Amateursportler fühlen sich zunehmend von Möglichkeiten in anderen Ländern angezogen. Es ist faszinierend, wie Sportler bereit sind, umzuziehen, um ihre Träume zu verwirklichen und auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Ja, sie suchen oft nach besseren Trainingseinrichtungen, Coaching oder der Möglichkeit, gegen Top-Konkurrenten anzutreten. Der globale Charakter des Sports ermöglicht es Sportlern, Grenzen zu überschreiten und verschiedene Nationen zu vertreten. Absolut. Wir sehen Athleten mit unterschiedlichem Hintergrund, die zusammenkommen, um an Wettkämpfen teilzunehmen und uns alle zu inspirieren. Diese Bewegung sportlicher Talente bereichert die Sportlandschaft und fördert den kulturellen Austausch. Es ist unglaublich, wie Sportler Botschafter für ihr Land werden und Menschen durch ihre Erfolge zusammenbringen können. Und vergessen wir nicht die positiven Auswirkungen, die Sportler auf lokale Gemeinschaften und Volkswirtschaften haben können. Das ist wahr. Sie können junge Sportler inspirieren und zum Wachstum der Sportinfrastruktur beitragen. Es ist jedoch wichtig, die Herausforderungen zu erkennen, vor denen Sportler stehen, wenn sie sich an neue Kulturen und Umgebungen anpassen. Ja, Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und die Tatsache, weit weg von zu Hause zu sein, können erhebliche Hürden darstellen. Organisationen und Gemeinschaften sollten sich bemühen, Unterstützung und Ressourcen bereitzustellen, um Sportlern bei der Bewältigung dieser Veränderungen zu helfen. Stimmt. Die Akzeptanz der Vielfalt und die Förderung der Inklusion im Sport können zu einer lebendigeren und geeinteren globalen Gemeinschaft führen. Lasst uns unsere imaginären globalen Flaggen hissen und die Bewegung von Sportlern über Grenzen hinweg feiern. Lektion 20: Herausforderungen meistern.
Nun, Marilyn stand vor einer schwierigen Situation, als sie ihren Traum, professionelle Schwimmerin zu werden, verfolgte. Was ist passiert? Es muss eine Herausforderung für sie gewesen sein. Tatsächlich waren Marilyns Familie und die Rettungsschwimmer während eines Wettkampfs der Meinung, dass sie wegen Erschöpfung aus dem Wasser geholt werden sollte. Das klingt besorgniserregend. Was hat Marilyn getan? Trotz der Bedenken drohte ihr Trainer, aufzuhören, wenn sie rausziehen würden. Marilyn stand vor einer schwierigen Entscheidung. Das ist eine schwierige Situation. Wofür hat sie sich letztendlich entschieden? Marilyn entschied sich dafür, ihren eigenen Instinkten zu vertrauen und weiter zu schwimmen, um die Erschöpfung zu überstehen. Das erfordert viel Mut und Entschlossenheit. Wie ist es für sie ausgegangen? Überraschenderweise fand Marilyn eine versteckte Kraftreserve und gewann schließlich den Wettbewerb. Wow, das ist wirklich unglaublich. Es zeigt die Kraft der Beharrlichkeit und des Glaubens an sich selbst. Absolut. Marilyns Geschichte lehrt uns, dass wir selbst angesichts von Herausforderungen die Kraft finden können, sie zu überwinden. Es erinnert uns daran, dass wir manchmal Risiken eingehen und uns selbst vertrauen müssen, auch wenn andere an uns zweifeln. Marilyns Reise ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes und die Belohnungen, die mit dem Mut einhergehen, unsere Träume zu verwirklichen. Ihre Geschichte inspiriert uns, Herausforderungen als Wachstumschancen zu betrachten und niemals aufzugeben, woran wir glauben. Lasst uns unsere imaginären Medaillen erheben und Marilyns Triumph und ihren Mut feiern. Lektion 21: Kirchliche Traditionen. Hallo Anna, hast du dich jemals gefragt, warum die meisten Menschen sich dafür entscheiden, in einer Kirche zu heiraten? Hallo John, ja, es ist interessant, wie wichtig kirchliche Hochzeiten für viele Paare sind. Unbedingt. In einer Kirche zu heiraten, symbolisiert oft eine Verpflichtung, die vor einer höheren Macht eingegangen wurde. Auf diese Weise können Paare nach Segnungen suchen und religiöse Traditionen in ihren besonderen Tag integrieren. Kirchliche Hochzeiten vermitteln auch ein Gemeinschaftsgefühl, wenn Familie und Freunde zusammenkommen, um die Vereinigung zu bezeugen. Das ist wahr. Die Kulisse der Kirche verleiht der Zeremonie eine sakrale Atmosphäre und ein Gefühl von Feierlichkeit. Und wo wir gerade von Kirchen sprechen, wussten Sie, dass Gottesdienste normalerweise an Sonntagen abgehalten werden? Ja, der Sonntag wird in vielen christlichen Konfessionen traditionell als Tag des Gottesdienstes und der Ruhe angesehen. Es ist eine Zeit, in der Gläubige zusammenkommen, an Gebeten teilnehmen, Belehrungen empfangen und geistige Nahrung finden. Gottesdienste vermitteln ein Gefühl der Zugehörigkeit und bieten Möglichkeiten für Gemeinschaft und geistiges Wachstum. Absolut. Sie können eine Quelle der Inspiration und eine Möglichkeit für Einzelpersonen sein, sich mit ihrer Glaubensgemeinschaft zu verbinden. Oder haben Sie sich jemals gefragt, warum sich viele Menschen dafür entscheiden, vor einer Beerdigung einen Gottesdienst abzuhalten? Ja, Beerdigungen und Gedenkgottesdienste in Kirchen bieten einen Ort, an dem sich Angehörige versammeln und ihren Respekt erweisen können. Sie bieten Trost, Unterstützung und einen Ort der kollektiven Trauer, wenn Menschen zusammenkommen, um den Verstorbenen zu ehren. Gottesdienste vor Beerdigungen beinhalten oft Gebete, Lesungen und Lobreden, um das Leben der Verstorbenen zu feiern. Sie bieten denjenigen,
die um den Verlust eines geliebten Menschen trauern, ein Gefühl der Verschlossenheit und des Trostes. Kirchliche Traditionen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, wichtige Meilensteine zu markieren und ein Gefühl spiritueller Verbundenheit zu vermitteln. Sie bringen Gemeinschaften zusammen und bieten Einzelpersonen die Möglichkeit, ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen und Unterstützung zu finden. Lasst uns unsere imaginären Gesangbücher erheben und die reichen Traditionen und das Gemeinschaftsgefühl feiern, die im kirchlichen Leben zu finden sind. Lektion 22: Londons Skyline wiederentdecken. Hallo Anna, hast du dich jemals gefragt, wie Londons Skyline vor dem letzten Krieg aussah? Hallo John, ja, es ist kaum vorstellbar, wie schön es gewesen sein muss. Unbedingt. London muss eine der atemberaubendsten Skylines unter den Großstädten gehabt haben. Es ist faszinierend, an die architektonischen Wunder zu denken, die einst die Stadt schmückten. Die großen Gebäude und historischen Wahrzeichen müssen ein majestätisches Panorama geschaffen haben. Können Sie sich die komplizierten Details und die Handwerkskunst vorstellen, die in diese Strukturen eingeflossen sind? Es muss beeindruckend gewesen sein, die Mischung aus alten und neuen Architekturstilen zu sehen. Das Stadtbild wäre ein Beweis für Londons reiche Geschichte und sein kulturelles Erbe gewesen. Leider haben die Verwüstungen des Krieges ihren Tribut gefordert und die Skyline, die wir heute sehen, für immer verändert. Es erinnert an die verheerenden Auswirkungen von Konflikten auf unsere gebaute Umwelt. Trotz der Verluste hat Londons Skyline immer noch ihren eigenen einzigartigen Charme und ihre ikonischen Wahrzeichen. Absolut. Die Stadt hat einen bemerkenswerten Wandel durchgemacht und entwickelt sich weiter. Heute stehen moderne Wolkenkratzer neben historischen Gebäuden und bilden einen dynamischen Kontrast. Es ist ein Beweis für Londons Widerstandsfähigkeit und seine Fähigkeit, sich an veränderte Zeiten anzupassen. Die Mischung aus alter und neuer Architektur schafft einen faszinierenden Wandteppich, der die Geschichte der Stadt erzählt. Die Skyline von London zu erkunden ist wie eine Zeitreise zu unternehmen und ihre Entwicklung mitzuerleben. Lassen Sie uns unser imaginäres Fernglas aufstellen und die Schönheit der Londoner Skyline von Vergangenheit und Gegenwart genießen. Lektion 23: Perspektiven auf Mut. Hallo Anna, bist du schon einmal auf die Perspektive gestoßen, dass ein männlicher Tod dem Verstecken vorzuziehen ist? Hallo John, ja, diesen Standpunkt habe ich schon einmal gehört. Es deutet darauf hin, dass es ehrenhafter ist, dem Tod mutig zu begegnen. Es ist ein interessantes Konzept, aber ich glaube, Mut kann in verschiedenen Formen gefunden werden, nicht nur in der Auseinandersetzung mit dem Tod. Ich stimme zu. Wahrer Mut kann je nach den Umständen auf unterschiedliche Weise bewiesen werden. Absolut. Manchmal braucht es viel Kraft, um durchzuhalten und Herausforderungen zu meistern, anstatt aufzugeben. Es ist auch mutig, sich für das einzusetzen, was richtig ist, auch angesichts von Widerstand oder Kritik. Auf jeden Fall. Der von Ihnen erwähnte Briefschreiber, der auf den Wert des Versteckens hinweist, beleuchtet eine andere Perspektive. Ja, manchmal kann die Entscheidung, sich selbst oder andere zu schützen, indem man sich versteckt, ein Akt des Mutes und der Selbstlosigkeit sein. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Mut nicht auf eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Szenario beschränkt ist. Exakt.
Die Reise und die Umstände jedes Menschen sind einzigartig, und Mut kann sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Anstatt also den Mut einer Person anhand gesellschaftlicher Erwartungen zu beurteilen, sollten wir ihre individuellen Entscheidungen wertschätzen. Absolut. Es ist wichtig, die vielfältigen Ausdrucksformen von Mut, denen wir begegnen, zu respektieren und zu feiern. Lasst uns unsere imaginären Flaggen des Verstehens hissen und die Vielfältigkeit des Mutes annehmen. Lektion 24: Die Essenz der Freundschaft. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, was einen guten Freund ausmacht? Hallo John, ja, ich glaube, Kommunikation ist einer der wichtigsten Aspekte von Freundschaft. Unbedingt. Die Fähigkeit, offen und ehrlich zu kommunizieren, stärkt die Bindung zwischen Freunden. Ein guter Freund ist jemand, der sich die Zeit nimmt, zuzuhören und ihre Gedanken und Gefühle zu verstehen. Es ist wahr. Indem sie aktiv zuhören, zeigen Freunde Empathie und bieten einen sicheren Raum, in dem sie sich ausdrücken können. Freundschaften gedeihen, wenn ein echter Austausch von Gedanken, Ideen und Erfahrungen stattfindet. Und es geht nicht nur darum zu reden, sondern auch darum, die Stille bequem teilen zu können. Ja, die Kameradschaft eines wahren Freundes kann auch in Momenten stiller Besinnung gespürt werden. Ein guter Freund unterstützt sie sowohl in freudigen als auch in herausfordernden Zeiten. Sie ermutigen, helfen und bieten eine Schulter, auf die man sich stützen kann. Freundschaften basieren auf Vertrauen, Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt. Es ist wichtig, sich aufeinander verlassen zu können und Vertraulichkeit zu wahren. Absolut. Vertrauen bildet die Grundlage für tiefe und dauerhafte Freundschaften. Neben Kommunikation und Vertrauen tragen auch gemeinsame Interessen und Werte zu einer starken Bindung bei. Gemeinsamkeiten fördern das Verständnis und schaffen Möglichkeiten für sinnvolle Verbindungen. Ein guter Freund feiert deine Erfolge und steht dir bei Rückschlägen zur Seite. Sie sind da, um ihre Freuden zu teilen und in herausfordernden Zeiten Unterstützung zu bieten. Lassen Sie uns unsere imaginären Freundschaftsbecher erheben und den Wert offener Kommunikation und echter Verbindungen schätzen. Prost darauf! Mögen wir die Freundschaften, die unser Leben bereichern, hegen und pflegen. Lektion 25: Annahmen treffen. Hallo Anna, hast du schon einmal Vermutungen über das Verhalten einer Person getroffen? Hallo John, ja, es ist leicht, voreilige Schlüsse zu ziehen, ohne die ganze Geschichte zu kennen. Unbedingt. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass jemand unfreundlich ist, ohne seine Umstände zu verstehen. Man weiß nie, was andere durchmachen oder wie sie sich fühlen könnten. Sie könnten mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen haben oder sich sogar unwohl fühlen. Es ist wichtig, mit Empathie an Situationen heranzugehen und zu versuchen, sie zu verstehen, anstatt sie zu beurteilen. Anstatt davon auszugehen, können wir fragen, ob alles in Ordnung ist, oder ein nettes Wort anbieten. Mitgefühl zu zeigen und eine helfende Hand auszustrecken, kann einen großen Unterschied machen. Manchmal kann ein einfacher Akt der Freundlichkeit jemandem den Tag versüßen und seine Perspektive verändern. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, ihre Situation zu verstehen,
können wir unerwartete Gründe für ihr Verhalten entdecken. Empathie ermöglicht es uns, uns auf einer tieferen Ebene zu verbinden und Verständnis und Mitgefühl zu fördern. Es ist eine Erinnerung daran, dass jeder seine eigenen Kämpfe und Herausforderungen zu bewältigen hat. Lasst uns unsere imaginären Flaggen der Empathie hissen und mit Verständnis und Freundlichkeit auf andere zugehen.